In 2019, various Berlin districts declare a climate emergency. As a global organization, TNC does a lot of important work around the world, especially pushing nature-based solutions. And Berlin, of course, is also a priority. And that's why we reach out to the officials in Berlin to help them reach climate adaptation goals. One of TNC's main priorities is to tackle climate change. That can happen at a sort of higher level, but also needs to happen at the local level. Together with the conservation organization, the Nature Conservancy, a climate adaptation plan is developed in collaboration with the authorities of the Charlottenburg-Wilmersdorf district and local residents to reduce the impacts of climate change. Wir haben die südliche Mehrendorf-Insel als Projektgebiet ausgewählt, weil dort ein hoher Bedarf herrscht durch die Hitzeentwicklung und weil dort bereits auch eine Bürgerinitiative ist. Ein Klimaanpassungskonzept ist ein Konzept, das eine Gemeinde oder Stadt darauf vorbereitet, wie sie in Zukunft mit den Herausforderungen des Klimawandels umgeht und darauf reagiert. However, creating a climate adaptation plan is an ambitious undertaking. Der Schlüssel zum Erfolg, die Anwohnenden frühzeitig zu beteiligen und die Fachämter zu beteiligen, die dann eben wissen, was umsetzbar ist und was nicht. Klimaanpassung ist ein Thema, wo einfach alle mithelfen müssen. Und das betrifft genau die Leute, die vor Ort wohnen, das betrifft die Leute, die in der Verwaltung sitzen, das betrifft die PolitikerInnen. End of 2022, representatives from the authorities and the contracted consortium initiate a neighborhood climate adaptation project in collaboration with the Nature Conservancy. With this climate adaptation study, we're able to come up with 6 action areas, including 66 different intervention recommendations that could be implemented from the short term to the long term. Wir haben ein bezirkliches Klimaanpassungskonzept und darin ist festgelegt, dass wir nach und nach jetzt den ganzen Bezirk detaillieren und konkreter beplanen wollen. Und die Mehrendorf-Insel war halt eine der Regionen, die wir uns ausgesucht haben, um mal sehr konkret, grundstücksscharf jetzt zu sagen, was kann man hier eigentlich alles machen, was sind unsere Potenziale für die Klimaanpassung. Ich finde eigentlich ganz viele Maßnahmen davon gut. Was mir besonders gut gefällt, ist einfach die Verkehrsberuhigung, dass mehr Wert darauf gelegt wird, dem Radverkehr den Vorzug zu geben. Ich bin sehr begeistert von dem Maßnahmenkatalog. Ohne Frage, hat mich wirklich gefreut. Es sind viele Ideen dabei, die ich sehr, sehr zielgerichtet finde. I think a lot of efforts need to be focused on cities. I think by 2050, 70% of the population will be living in cities, and that's where the effects of climate change will be the most severe or most felt. Berlin is already experiencing the impacts of climate change. Also wir haben Durchschnittsniederschlagswerte von 550 mm ungefähr. Das war letztes Jahr bei 350 mm. Das ist ein Bereich, wo Bäume eigentlich schon nicht mehr überleben können. Extreme rainfall events and long periods of droughts are becoming more frequent and intense due to climate change. Particularly in urban areas, they lead to severe flooding, and heat waves pose health risks, especially for vulnerable populations. Jede dritte Baumscheibe hat eigentlich einen Baum, der entweder fehlt, der keine gute Baumkrone mehr hat, der gefällt werden musste, der nie gepflanzt wurde, weil es einfach nicht geht auf diesen kleinen Baumscheiben. Also ich glaube, Straßenbäume sind ein Indikator, wo alle Leute jetzt heute schon sehen können. So wird es nicht weitergehen. Also wenn man Trinkwasser für das Gießen von Bäumen nimmt, weil das eine immense Ressourcenverschwendung ist. Und wir nehmen eben nicht nur für die Bewässerung Trinkwasser von Bäumen, sondern ja auch von Sportplätzen zum Beispiel. Wir müssen das Regenwasser auffangen, wir müssen es zwischenlagern in großen Speichern, Zisternen und dann mit diesem Regenwasser auch wieder gießen und unsere Grünanlagen pflegen. Das würde schon mal eine erhebliche Ersparnis an Trinkwasser für die Stadt bringen. In Berlin haben wir eine zunehmende Versiegelung durch Straßenbau, durch mehr Beton in der Stadt, mehr Verkehr. Das wird alles viel wärmer. Dadurch, dass die Straßenbäume gefällt werden, haben wir weniger Verdunstung, wir haben weniger Schatten. Es wird wärmer und darunter leiden ältere Menschen, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Aber es sind ja nicht nur die Menschen, auch die Tiere leiden darunter. Innovations for climate-adapted urban planning play a crucial role.
Das Problem in der Stadt ist, dass man diesen Nutzungsdruck auf eine ziemlich kleine Fläche hat. Heißt, klar, in der Theorie möchten viele gerne Klimaanpassung betreiben. In der Praxis ist dann aber so, wir haben eine begrenzte Fläche und wir müssen jetzt zusehen, dass wir die irgendwie nutzen. Die klassischen Ingenieure haben bisher mit Klimaanpassung nicht viel zu tun gehabt und also da muss es im Prinzip Schulung, Ausbildung für geben. Every progress also brings challenges. The authorities lack the financial and human resources and often the flexibility to develop the city in a climate-adapted way. In addition, there are many urban planning restrictions that further complicate the process. Und diese Lösung finden wir immer im direkten Kontakt mit Verwaltung und Politik. Meine Erfahrung ist auch, dass viele Bauherren durchaus auch bereit sind, sich diesen aktuellen Herausforderungen auch zu stellen, weil sie auch wissen, dass diese Probleme in Zukunft immer größer werden. Eigentlich ist unser Ziel immer, sich möglichst frühzeitig in diesem Verfahren mit den Bauherren auf gewisse Ziele zu einigen, die man dann gemeinsam anstrebt und auch erreicht. One of our goals is to do lessons learned so that other cities could just take our lessons learned and not have to learn those lessons themselves again. Ich glaube, das ist eine richtig große Chance, dass jeder in seiner Rolle Verantwortung übernimmt für das Thema. Ob er jetzt was pflanzt oder ein neues Gesetz auflegt, das ist egal. Die Aufgabe ist groß, aber das heißt nicht, dass man sie nicht angehen sollte. Die Stadtentwicklung ist die Aufgabe von einer demokratischen Gesamtgesellschaft.